Servus Menschen des Internets und Freunde des Lichts. Wir schauen uns heute mal das hier an. Das ist die neue 2400 Watt Lampe von Godox, beziehungsweise der Professional-Linie von Godox, und zwar No-LED. Was dieses Ding so kann, schauen wir uns jetzt mal an. So, da ist sie in ihrem Yoke. Ganz schön dicker Wummer. Fangen wir einfach mal an mit dem Lampenkopf und arbeiten uns dann zum Zubehör weiter. Vorne am Lampenkopf finden wir erstmal den riesen Deckel, hinter dem sich auch der LED-Chip verbirgt. Das ist eine Bicolor-LED, wie man sieht, in Streifen aufgebaut. Habe ja bis jetzt noch keine negativen Effekte davon feststellen können. Hier unten sehen wir die Kontaktpins, mit denen die Lampe zum einen den Deckel, aber auch die ganzen Modifier erkennt, damit sie weiß, wo sie gerade durchleuchtet und dementsprechend kalibrieren bzw. reagieren kann. Mit diesem Deckel zu geht die Lampe zum Beispiel nicht an. Das heißt, ihr könnt euch nicht den Deckel wegschmelzen, weil irgendein Idiot die Lampe angesteckt hat und der Deckel noch drauf ist. Auf der Rückseite finden wir den Input für in dem Fall 60 Volt, mit dem der Kopf vom Ballast gespeist wird. Daneben einen ACC-Anschluss. Was der macht, ich habe absolut keine Ahnung. Ich denke mal, das ist für eine Control Unit oder dergleichen. Und auf der Seite haben wir noch einen USB-C-Anschluss. Da kann ich mir nur vorstellen, dass der für Firmware-Update oder ähnliches gedacht ist. Der Yoke hat einen sehr interessanten Mechanismus. Er ist zum einen sehr, sehr fest und stabil. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und er hat hier einen Ring, in dem eine Schraube gleitet. Ich zeige euch das mal im Detail. Wie ihr seht, Schraube läuft hier drin, hin und her. Mit dem Griff wird sie hier festgezogen. Das schränkt zwar in der Praxis den Bewegungsradius von der Lampe etwas ein, aber ehrlich gesagt, mehr als das wüsste ich auch nicht, was ich bräuchte. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist die Lampe 360 Grad drehen. Irgendwann steht das Ganze an. Aber das ist wirklich kein Problem. Dafür ist die Bremse aber sehr, sehr, sehr fest. Und auch mit dem größeren Modifier mache ich mir da keine Gedanken. Kurzer Einwand im Sinne der Transparenz. Die Lampe wurde mir von Godox bzw. ihrem europäischen Vertrieb Transcontinental zur Verfügung gestellt. Ich muss sie aber nach dem Test zurückgeben, ich darf sie also nicht behalten. Um den Transport von diesem Ungetüm zu erleichtern, ist der Yoke abnehmbar. Das heißt aber auch, dass ihr die Lampe jedes Mal, wenn ihr ans Set kommt, zusammenbauen müsst. Wie üblich habt ihr auf einer Seite auch eine Zugentlastung für das Kabel. Die hat bis jetzt immer gut funktioniert, ist wie bei jeder HMI oder anderen Lampe auch. Man kennt's. Zu jeder Lampe dieser Größe gehört natürlich auch ein Vorschaltgerät. Das haben wir hier und das schauen wir uns auch mal genauer an. Um das Vorschaltgerät zu montieren, bekommt ihr hier so eine Superclamp. Funktioniert genauso wie jede normale Super oder Mayfair. Das lässt sich damit auch sehr schnell montieren. Meiner Meinung nach geht das sogar schneller als mit den meisten anderen Klemmen der Konkurrenz, weil man hier eben zudrücken kann und dann, genau, ihr wisst, wie eine Uniklemme funktioniert. Dann nehmen wir das Vorschaltgerät und hängen das einfach ein. First try. Das Ganze hält auch ziemlich bombenfest. Ich habe das auch schon in Super Wind-Ups gehabt und damit durch die Prärie geschoben. Absolut kein Problem. Äußerlich am Vorschaltgerät gibt es nichts Überraschendes. Hier oben einmal den DC-Out für das Kabel zum Kopf. Ein großes Rad für unsere Einstellungen. Ein Port für die CRMX-Antenne, die wir uns gleich mal anschauen. Und ein paar Buttons, mit denen wir das Menü bedienen. Auch hier gibt es einen Anschluss, wo ich nicht genau weiß, was er macht. Der ist mit CP beschriftet. Vielleicht Computer Programming? Who knows? Könnt, falls jemand von Godox zuschaut, gerne kommentieren, was dieser CP-Port macht. Ich würde auf irgendeine Art von Programmierung tippen. Hier unten haben wir den Stromeingang. Leider ein proprietärer Anschluss, also kein PowerCon, so wie wir das von den meisten anderen Lampen gewohnt sind. Ich denke, es liegt daran, dass ja nicht in allen Ländern 230 Volt herrscht. Und ich denke, in 110 Volt oder 120 Volt Ländern könnte das schon die Ampere-Grenze vom PowerCon, vom normalen PowerCon sprengen. Und um da vielleicht die Verwirrung zu minimieren, gibt es hier einen proprietären Anschluss. Ich hätte mir aber trotzdem einen PowerCon gewünscht. Das Ding ist aber nur eingeschraubt. Ich denke, findige Rentalhäuser werden da vielleicht mal, werden das Ganze vielleicht austauschen. Darunter auch sehr interessant, vor allem für die Studio-Leute, ein Ethercon. Das heißt, wer das Ganze in Artnet oder SACN betreiben möchte, kann hier direkt mit einem LAN-Kabel reingehen. Auf der anderen Seite geht es mit den Anschlüssen gleich weiter. Da haben wir einmal USB-A und einmal DMX 5-Pin in und out. So, installieren wir mal kurz die CRMX-Antenne. Die wird hier einfach aufgeschraubt und steht dann hier im 45 Grad Winkel ab, was denke ich mal bestimmt das Abbrechen von der Antenne deutlich verringert. Generell zum Thema CRMX kann ich schon mal vorab sagen, ich habe die Lampe mit CRMX betrieben, gab keine Überraschungen, alles wunderbar funktioniert. Godox hat auch eine tolle Tabelle mit den ganzen DMX-Profilen. Wenn euch ein Deep Dive in die DMX-Steuerung von dieser und natürlich auch anderen Lampen interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann organisiere ich mal einen Board Operator
Und wir testen die Lampen einfach mal durch, ob die genau das machen, was man möchte, wie smooth das Dimming ist, wie smooth das Low-End-Dimming ist. Wenn euch das mehr interessiert, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare, lässt sich alles organisieren. Auch im Lieferumfang enthalten ist ein 8 Meter Kopfkabel. Der Querschnitt davon ist ganz schön fett. Ich würde sagen, das ist etwa so dick wie das Kabel von einer M18. Ja. Die LP28 Stecker sehen zwar ein bisschen speziell aus, sind aber in der Bedienung wirklich super einfach. Es wird einfach nur drauf gedrückt, bis es Klick macht. Und das war es auch schon. Und zum Abstecken einfach diesen Metallhebel, der nicht zu übersehen ist, drücken und mit einem guten Ruck wieder abstecken. Einfacher geht es wirklich nicht. Und was mich als Verleiher glücklich macht, die Stecker sind relativ smart designt, ist auch mit jeglicher überschüssiger Motivation, bekommt man Pins in Pins nicht gedrückt. Am mitgelieferten Netzkabel gibt es auf der einen Seite den wie schon besprochenen Spezialstecker und auf der anderen Seite einen dreipoligen CEE 16 Ampere Stecker. Die meisten nennen ihn Campingstecker. Warum so kompliziert? 2900 Watt laufen doch auch bequem von der Schuko-Dose. Das denkt sich auch Godox und liefert dieses Adapterkabel mit, einmal von dem CE auf Schuko. Ich denke aber, die meisten, die diese Lampe besitzen, oder die meisten Rentals, die diese Lampe besitzen, werden einfach hier einen Schuko-Stecker dran machen, weil dieser Adapter ist schon echt nervig. Und außer wenn man ständig im Studioeinsatz ist, wo man die CE-Dosen hat, ist ein Schuko doch angenehmer. Im Lieferumfang findet ihr auch dieses süße Safety-Kabel. Dem würde ich aber höchstens vertrauen, sich selbst zu halten. Für die Lampe nehmt ihr lieber was mit der Gewichtszertifizierung, die die Lampe auch wirklich braucht. Das hier sehe ich höchstens für eine Softbox oder ähnliches. Was das kleine Safety-Kabel aber auf jeden Fall halten kann, ist der mitgelieferte 45-Grad-Reflektor. Müsst aber schauen, welches Set ihr kauft. Da werden jeweils unterschiedliche Reflektoren oder unterschiedliche Reflektoren-Kits mitgeliefert. So, mit dem Lieferumfang aus dem Weg können wir uns jetzt mal über die Vor- und Nachteile von der Lampe unterhalten. Anfangen werde ich mit den Nachteilen, weil wenn davon was ein Dealbreaker ist, warum weiterschauen? Danach gibt es dann das, was mir positiv an der Lampe aufgefallen ist. Und ganz am Ende möchte ich es noch ein bisschen vergleichen mit dem, was sonst noch so auf dem Markt gerade ist und ob ihr sie kaufen oder eurem Rental empfehlen solltet. Der erste große Nachteil, der mir aufgefallen ist, der eigentlich, dachte ich, in der Vergangenheit liegt, der mich eher an so ein Arri Sky Panel von alt erinnert, ist, wenn man die Lampe anschaltet. Es dauert und dauert und dauert, es dauert und dauert und dauert und jetzt ist die Lampe an. Oh, fuck. Okay, ja, ich dimme das mal ein bisschen runter. Aber ihr merkt, das dauert ganz schön lange, bis die Lampe startet. Ich stelle auch mal den Lüftermodus hier runter. Diese lange Startzeit hat man jedes Mal, wenn man die Lampe an und wieder ausschaltet. Das ist schon ein bisschen nervig, insbesondere wenn man gerade dem DP mal kurz die Lampe an- und auszeigen möchte, geht das nicht so schnell. Das dauert einfach zu lange. Da hätte ich mir irgendeinen schnellen On-Off gewünscht. Meistens kann man das auch ziemlich schnell mit dem Drehrad machen, aber trotzdem, das wäre schon von Vorteil. Ihr könnt euch hier zum Beispiel einfach 2 Presets erstellen, so habe ich das meistens gemacht. Einmal Preset 1 und einmal Blackout Preset und dann zwischen diesen Presets wechseln. So kann man dann auch demonstrieren, was man machen möchte. Für den Fall, dass man nicht in irgendeinem DMX-Netzwerk ist. Sobald ihr das in Blackout oder in irgendeinem anderen DMX-Programm drin habt, ist das Flashen sowieso kein Problem mehr oder mit einem Gaffers Controller oder was auch immer. Aber trotzdem, das ist mir negativ aufgefallen und es wäre sehr, sehr praktisch. Das ist aber ein Trend, der mir generell bei vielen Lampen aufgefallen ist, dass diese Bootzeit ziemlich lange ist. Und ich denke, jede Lampe, die einfach so einen Boot-Up-Time hat und die nicht einfach an-aus mit dem Button geht, braucht einen Flash-Knopf. Das ist einfach wichtig, weil fast jedes Mal, also gerade bei kleinen Drehs, wo man keinen DMX-Spot aufgebaut hat, möchte man eine Lampe auch mal kurz an-ausflashen können für ein DP oder wer auch immer gerade am Monitor steht oder auch für sich selbst einfach mal, um das zu sehen und dann, ja. Ein weiterer Minuspunkt, der euch vielleicht ganz am Anfang aufgefallen ist, der Lüfter im Vorschaltgerät ist ziemlich laut. Ich stelle ihn einfach mal auf Automatik. Klar, ich bin jetzt hier am Mikrofon direkt daneben, ungefähr 30 cm Abstand, aber dieser Lüfter am Ballast läuft immer. Der Kopf mag zwar relativ leise sein, aber das hier läuft immer. Außer ich schalte den Fan komplett aus, dann bin ich aber immer im Output limitiert auf 15%. Das wirkt jetzt immer noch extrem viel, aber wenn ich so eine große Lampe aufbaue, dann will ich nicht 15% von der Lampe nutzen, sondern dann würde ich gerne etwas mehr nutzen. Und dazu muss ich dann eben in meine Fan-Settings gehen, das Ganze auf Auto stellen oder Medium oder High. Ich stelle es mal auf Medium. Sobald ich auf Medium bin, kann ich die Lampe auf Full Power dimmen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Die Lampe geht nicht mehr. What happened?
Was ist hier los? Plötzlich ging nichts mehr. Kleinen Moment. One moment, please. Es war die Sicherung. Die Sicherung ist geflogen. Hoppla. Die Lüfter im Ballast laufen immer an und laufen immer gleich schnell. Dagegen, wie ihr vielleicht gehört habt, die Lüfter im Kopf gehen bei Medium etwas runter. Bei Auto Temperatur geregelt noch runter, bis zu auch ganz aus. Und im Off-Modus, in dem ihr auf 15% Output limitiert seid, gehen eben die Lüfter im Ballast und auch im Kopf aus. In der jetzigen Zeit mit AI, Tonkorrekturen und, macht das wahrscheinlich nicht mehr so viel Unterschied, außer ihr habt den Ballast oder den Kopf wirklich sehr nah am Objekt. Was bei dieser größeren Lampe relativ unwahrscheinlich ist. Ich habe es schon mit Ton benutzt und es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Im Außenbereich überhaupt nicht, im Innenbereich grenzwertig. Als Bounce, wenn ihr die Lampe wirklich näher am Set habt und irgendwie gegen der Wand bounce, kritisch. Aber sobald es durch irgendwie ein Fabric oder sowas durchpushen soll, gar kein Problem mehr. Eine vergleichbare HMI wie eine 2,5er oder sogar eine 4 kW ist auf jeden Fall ähnlich laut. Die haben ja ein richtiges Brummen drauf. Würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich nicht viel leiser als die Lüfter in der Lampe. Aber stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass ihr das Vorschaltgerät irgendwo vielleicht um eine Ecke platzieren könnt oder irgendwas dergleichen, wenn es auf guten Ton ankommt, weil die Lüfter da drin sind echt unangenehm laut. Was auch interessant ist, wenn man da reinschaut, könnte man meinen, das sind Noctua-Lüfter, Noctua Industrial Lüfter, die mit den braunen Ecken. Kann auch sein, dass es irgendeine Nachmache davon ist, aber wäre natürlich super cool, wenn das Noctua-Lüfter wären. Könnt ihr Godox mal drunter kommentieren, falls es echte Noctua sind. Würde mich durchaus interessieren. Interessanterweise hat der Kopf auch unten 4 getrennte Lüfter und nicht einen großen. Finde ich interessant. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn einer ausfällt, die Lampe immer noch gekühlt wird und deswegen noch weiter funktioniert. Andererseits wäre vermutlich ein großer Lüfter leiser als 4 kleine. Aber der langen Rede gar keinen Sinn. Die Lampe ist nicht leise, hat mich bis jetzt aber noch nicht extrem gestört. Ich hatte dadurch noch keine Probleme am Set. Aber ich kann mir vorstellen, jemand, der sehr viele Interior-Interviews dreht oder bei dem einfach Ambience zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist oder sowas, der wird, glaube ich, diese Lampe nicht unbedingt verwenden. Ein weiteres Manko bzw. fehlendes Feature der Lampe: wir haben hier eine Bicolor-Leuchte, was natürlich super cool ist, aber wir haben kein Plus-Minus-Grün. Dadurch ist es natürlich unmöglich, anhand der Planck'schen Kurve oder der Daylight-Kurve die Farbtemperatur zu verändern. Und auch Veränderungen, zum Beispiel durch Aufsätze oder durch Diffusions oder einfach um zu matchen mit dem Tageslicht oder mit dem Umgebungslicht, ist hier einfach schlichtweg nicht möglich ohne Folien. Ob die Lampe der Trade-off wert ist, müsst ihr zum einen selber wissen. Meine eigene Meinung gebe ich dazu nachher noch ab. Noch etwas, was eher den persönlichen Geschmack von mir angeht. Wir haben hier nur einen Drehregler, sowohl für Farbtemperatur als auch für Helligkeit. Das heißt, ich ändere hier die Helligkeit, dann drücke ich einmal den Button und kann jetzt die Farbtemperatur verändern. Das funktioniert. Der Drehregler ist sehr, sehr gut, der Druckpunkt ist gut, aber ich bevorzuge trotzdem 2 getrennte Regler voneinander, die sich am besten auch noch ein bisschen anders anfühlen. Dann kann ich die Lampe viel besser blind bedienen und muss nicht überlegen, bin ich jetzt gerade auf dem Modus oder bin ich auf dem Modus, wenn ich nicht gerade hingucken kann aufs Display, was ja durchaus mal passiert, wenn es oben irgendwo an einem Stativ ist oder ähnliches. Und man kommt doch sehr leicht mal auf den Button und ändert dann was man eigentlich gar nicht ändern wollte. Deswegen, ich bevorzuge persönlich 2 getrennte Knobs, aber der Regler an sich ist super gut und auch die Beschleunigung vom Regler ist super angenehm. Es ist absolut möglich, innerhalb von einer Umdrehung auf 100% zu kommen. Eben diese Drehreglerbeschleunigung ist ja von Hersteller zu Hersteller ganz unterschiedlich und teilweise sogar von Lampe zu Lampe sehr unterschiedlich. Und ich muss tatsächlich sagen, die Beschleunigung von dieser Lampe, mit Ausnahme von Lightgear ist meiner Meinung nach immer noch die beste Kontrolle über, oder die besten Drehregler, sage ich mal, die besten digitalen bzw. analogen Drehregler, mit denen ich am schnellsten und effektivsten arbeiten kann. Aber am zweiten Platz würde ich sagen, ist das hier. Wenn ich mit einer schnellen Drehbewegung auf 100% komme und mit einer schnellen Drehbewegung auf 0% komme, ist es super angenehm. Und ich habe trotzdem die Möglichkeit, mit den einzelnen Klicks in den 0,1% Stufen ganz fein zu regeln, wenn ich das dann möchte. Aber die meiste Zeit gehen wir doch in größeren Schritten und da habe ich hier wirklich eine super Kontrolle. Da bin ich echt beeindruckt, gerade von dem, sage ich mal, halbwegs Newcomer im Markt, so eine verdammt gute Steuerung zu bekommen. Dabei sei gleich noch gesagt, die Lampe lässt sich auf bis zu 0,1% dimmen. Das hier sind 0,1%, ist also immer noch eine gute Menge, aber auf jeden Fall eine sehr gute Dimming Range. Jetzt hätte ich beinahe schon übergeleitet in die positiven Aspekte. Einen negativen gibt es aber noch, die CRMX-Antenne. An- und abschraubbar ist zwar cool, aber ich bevorzuge
mit großem Abstand eine fest verbaute, integrierte Antenne, die zum Beispiel hier irgendwo in ein Plastikteil verbaut ist, weil diese Antennen werden irgendwann abbrechen. Ich muss immer eine Spare irgendwo auf Halde haben, weil die werden verloren gehen, die werden kaputt gehen. Eine fest integrierte ist da einfach so viel angenehmer als eine abstehende Antenne, auch wenn die abstehende definitiv einen besseren Empfang haben wird. Aber ich denke, auch mit einer eingebauten Antenne hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit Reichweite, weil DMX beißt sich eigentlich überall durch. Ich denke, eine fest verbaute, also ins Chassis integrierte Antenne wäre da echt angenehmer gewesen. Und der größte negative Punkt ist, die Größe bzw. das Gewicht. Diese Lampe ist echt groß und schwer. Muss sie auch sein, weil der Kühlkörper einfach riesig sein muss, um 2500 Watt Wärmeleistung irgendwo abzuleiten. Aber trotzdem, man überlegt sich zweimal, ob man dieses Ding hier aufbaut. Bei einer 1200 Watt Lampe oder ähnlichem ist es keine so Überlegung. Aber diese Größe geht nun mal einher mit dieser Leistungsklasse. Ich denke, daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Und im Vergleich zu einer 4000 Watt HMI baue ich immer noch lieber das auf, muss ich sagen. Der abnehmbare Yoke sollte immer am Boden angebracht werden. Ich würde euch empfehlen, stellt die Lampe auf den Boden, bringt dann den Yoke an und stellt sie dann samt Yoke aufs Stativ. Wegen diesem hohen Gewicht würde ich auf jeden Fall Kurbelstative empfehlen. Mit normalen Pushstands wird schon sehr kritisch. Ich hatte die Lampe meistens auf einem Super Wind-Up oder auch auf einem kleineren Kurbler ist die Lampe sehr gut zu Hause. Aber auf einem normalen Pushstand oder Combo-Stand, wenn man nicht mindestens zu zweit ist, um sie hochzuschieben, würde ich das nicht versuchen. So, jetzt wo ihr gehört habt, was die Lampe nicht kann, mal zu den Punkten, was sie besonders gut macht. Ganz besonders gefällt mir die Steuerung am Vorschaltgerät. Beim nächsten Verwandten nächsten Competitor dieser Lampe ist die Steuerung hier hinten. Und das ist gerade bei dieser Größe an Lampe echt unpraktisch. Wo lebt denn diese Lampe? Sagen wir 80% der Zeit. Auf einem Super Wind-Up, auf einem Easy Lift, ganz weit oben mit diesem schönen 8 Meter langen Kabel. Ja, und steuern? Wenn wir da jedes Mal auf die Leiter klettern oder jedes Mal am Stativ hochkraxeln? Nein, da ist viel angenehmer die Steuerung am Vorschaltgerät selbst. Da muss man keine extra Fernbedienung anbringen, nichts. Wir haben einfach direkt die Steuerung am Vorschaltgerät und eben, wie vorher besprochen, eine recht gute Steuerung am Vorschaltgerät. Ich finde auch die Steuerung sehr intuitiv. Wir haben einen Presets-Button, mit dem können wir uns verschiedene Presets anlegen. Die sind super nützlich. Die Lampe hat zwar jetzt nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass man sich das auch vermutlich merken könnte, welche CCT und welche Dimmer-Einstellungen hatte, aber bei vielen Lampen wird es ja doch irgendwann unübersichtlich. Presets sind da auf jeden Fall sehr, sehr willkommen. Was mir noch besser gefallen hätte, wären hier zum Beispiel 4 Preset-Buttons, wo ich sagen kann, Preset 1, Preset 2, Preset 3, aber ein Preset-Button, mit dem ich jetzt hier aus 20 verschiedenen Presets wählen kann, ist fast genauso gut und wenn man mehr Presets braucht, dann vielleicht sogar noch besser. Was auch sehr praktisch ist, es gibt einen Lock-Button, das heißt, wenn man nicht möchte, dass irgendwie aus Versehen an der Lampe was verstellt wird, kann man das Ganze sperren. Aufs Menü werde ich nicht weiter eingehen, es ist super simpel zu bedienen. Jeder, der schon mal so eine Lampe in der Art in der Hand hatte, wird die hier bedienen können. Man findet super leicht alle Einstellungen. Ein interessanter Punkt ist zum Beispiel das Power Limit. Damit kann ich einstellen, wie viel Prozent die Lampe maximal erreichen soll. Das heißt, wenn ich die Lampe zum Beispiel von einem Akku betreibe, der nicht die vollen 3000 Watt oder 2900 Watt kann, oder von einer 10 Ampere Sicherung, es war die Sicherung ist geflogen, hoppla, oder, dann kann ich hier ein Power Limit vergeben. Aber Stichpunkt Akku, ich habe diese Lampe, ich kann euch ein Foto davon einblenden, sehr erfolgreich von einem Instagrid betrieben, das auch ganz schön lange und auf voller Power. Und das ist wirklich beeindruckend. Diese Menge an Licht, das ist ungefähr äquivalent zu einer 4 kW HMI, von einem Akku zu betreiben, ist echt der Wahnsinn. Was auch wichtig ist bei solchen Lampen, die eine Optics Recognition, das heißt eine Erkennung haben, was da vorne drauf ist, man kann sie auch ausschalten. Denn normalerweise, ich zeige euch das mal eben, sobald ich den Dish entferne, geht die Lampe aus. Mache ich jetzt die Optics Recognition aus, geht die Lampe wieder an, obwohl kein Dish vorhanden ist. Das heißt, wenn ihr einfach nur ein Flutlicht braucht, mit dem ihr zum Beispiel eine Cyc oder sowas ausleuchtet, könnt ihr das machen. Schalte ich jetzt die Lampe aus und wieder an, ist diese Optics Recognition wieder aus. Das heißt, ihr könnt nicht vergessen, dass die Recognition ausgeschaltet war. Oder wenn ein Rental-Kunde die ausgeschaltet hat, müsste sie zwischen dem nächsten Kunden nicht wieder reaktivieren. Die Lampe setzt sich beim Neustart automatisch zurück, was wirklich ein super Sicherheitsfeature ist. Dadurch könnt ihr übrigens auch Third-Party
Softboxen verwenden, theoretisch, die keine solchen Pins verbaut haben oder die nicht von dem Lampensystem erkannt werden. Theoretisch hat die Lampe auch Bluetooth für eine App verbaut. Diese App werde ich mir nie runterladen. Ich habe genug von herstellereigenen Apps. Wenn das Ding ferngestellt werden soll, nutze ich CRMX. Ich glaube, keiner, der eine 2400 Watt Lampe am Set hat, fängt noch an, das Ganze mit einer App zu steuern. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, das ist bei so einer Lampe nicht so wahnsinnig relevant. Es gibt auch die ein oder anderen Special Effects, falls ihr mit sowas rumspielen wollt. Ich denke, für die meisten wird es auch eher irrelevant sein, aber wenn man jetzt mal unbedingt ein Gewitter oder ähnliches erzählen muss, kann man das hier machen. Die Effekte sind nicht super toll, sie können jetzt nicht unbedingt mit dem Arri Sky Panel oder ähnlichem mithalten, mit einer richtig guten Effects-Engine, aber wenn man sie mal braucht als kleinen Gag, dann ist es natürlich vorhanden. Die Farbtemperatur-Range für eine normale Bicolor-Lampe ohne RGB-Komponenten ist tatsächlich relativ gut. Das Ganze geht von 6500 runter bis 2800. Ich habe das alles auch einmal durchgemessen und innerhalb von einem Bereich von ca. 100 Kelvin ist es auch tatsächlich genau. Das heißt, man kann sich auf diese Zahl eigentlich ganz gut verlassen. Jede Diffusion, die ihr davor hängt, wird euch wahrscheinlich das Ergebnis mehr verfälschen, als das, was die Lampe ausgibt. Durch diese Optics Recognition sollte die Lampe auch zwischen verschiedenen Reflektoren und Softboxen, zumindest Godox eigene, die Kelvin-Zahl korrigieren. Wie gut es funktioniert, werde ich zumindest am Spotlight Mount noch testen. Die Softboxen habe ich leider nicht dafür hier. Eine der Sachen, die sofort auffällt, wenn man diese Lampe zum ersten Mal aus dem Case holt, ist einfach, wie robust diese Lampe gebaut ist. Hier ist einfach nichts, hier klingt nichts hohl. Hier ist alles, was man erwarten würde, aus Metall. Also alles, was man erwarten würde, dass aus Metall ist hier auch aus Metall. Die Kühlrippen hinten, alles aus Metall. Hier das an der Seite, das ist irgend so eine Art Alu, würde ich mal sagen. Hier haben wir auch überall Aluminium. Der Griff ist aus Metall, das Bremsensystem ist komplett aus Metall. Hier ist quasi kein Plastik dran, außer an den Stellen, wo man tatsächlich Plastik erwarten würde. Das ist auch das Einzige, was mir jetzt kaputt gegangen ist. Bei dem Deckel hier ist irgendwo so ein kleiner Riss. Tut aber den Sachen keinen Abbruch. Dieser Deckel funktioniert immer noch und fühlt sich auch extrem robust an. Der fühlt sich auf jeden Fall auch an, als könnte der wirklich den LED-Chip beschützen. Viele andere von diesen Deckeln sind wirklich nur quasi ein Staubschutz, würde ich eher sagen. Das hier, oder ein Berührungsschutz, das hier ist wirklich ein Impact-Schutz. Also das hört sich nicht nur sehr, sehr stabil an, sondern es ist auch definitiv sehr stabil. Genauso die Kabel fühlen sich robust an, die Steckverbindungen fühlen sich robust an. Der Ballast selber fühlt sich super robust an. Der Ballast ist eben das Einzige, wo ich mir Sorgen machen würde, hier wegen der Antenne. Aber sonst fühlt sich auch der sehr, sehr robust an. Und da mache ich mir nirgends Sorgen, dass mal irgendwo ein Lüfter eingedrückt wird oder dass hier was eindellt. Und bis jetzt alles, was ich gesehen habe, ist hier geschraubt mit ziemlich normalen Schrauben. Das heißt, wir können hier alles aufmachen, reparieren und wieder zusammenbauen. Ich glaube, ich habe es jetzt selbst nicht auseinandergenommen, weil es ja nicht meine Lampe ist. Aber ich denke, an dieser Lampe kann man sehr, sehr viel, sehr, sehr leicht reparieren. Es sieht alles sehr, sehr zugänglich und sehr, sehr reparierbar aus. Hier wurde meiner Meinung nach kein Cent gespart, wenn es um die Verarbeitungsqualität geht. Und jetzt mal zu dem für mich persönlich größten Pluspunkt dieser Lampe. Und da geht es nämlich gar nicht um die Lampe selbst, sondern da geht es darum, wie viel Zubehör für diese Lampe verfügbar ist. Wenn ihr auf die Webseite geht, weil ich blende euch hier mal den Umfang des Zubehörs ein. Es gibt Dishes in verschiedenen Varianten, es gibt ein Fresnel, es gibt ein Spotlight Mount, es gibt Softboxen und. Das ist alles lieferbar, alles verfügbar und ist eben in diesem Ökosystem dieses Mounts, der eben auch bei der 1200B vorhanden ist. Und das finde ich wirklich sehr interessant, weil gerade bei den anderen Herstellern bekommt ihr nicht unbedingt alle Dishes und bekommt ihr nicht unbedingt alle Reflektoren. Zum Beispiel, das wir uns gleich anschauen, den 15 Grad Reflektor, den bekommt ihr nicht bei jedem Hersteller. Und auch diese Zubehörteile fühlen sich sehr, sehr hochwertig verarbeitet an und nicht eben irgendwie rausgehauen, damit man eben auch dieses Zubehörteil hat. Und ein ganz besonderes Zubehörteil, was gar kein Zubehörteil mehr ist, da fühlt sich eher die Lampe dann als Zubehörteil an, ist der Max 90 Reflektor. Ein Parallelbeam-Reflektor mit 90 cm Durchmesser, der 5 Grad erreicht. Das heißt, damit könnt ihr, gerade mit diesen Spiegelsystemen, gibt es auch von Godox 1, aber man kennt viele, gerade mit diesen Spiegelsystemen kann man da richtig gutes Sonnenlicht mit erzielen. Und sowas gab es meines Wissens nach in Bicolor so noch nicht. Vor allem nicht mit dieser Leistung. Die Geschichte für den Arri Orbiter hat bei Weitem nicht den Output. Das, was Dedolight im Angebot hat, ist eine HMI, das heißt nicht Bicolor. Diesen Parallelbeam-Reflektor ist Godox definitiv der erste, der sowas auf den Markt gebracht hat. Und da bin ich sehr überrascht, dass wirklich so viel Innovation von einem Hersteller kommt, der noch nicht so lange im Videobereich unterwegs ist.
Vielleicht auch interessant, wie die Lampe zu euch ans Set kommt. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die Lampe zu bestellen. Einmal mit einem Flight Case oder wie ich sie hier habe, mit 2 Rollkoffern. Da ist sie einmal aufgetrennt in die Head Unit mit einem extra Koffer und ein Zubehörcase, wo zum Beispiel der Yoke, die Kabel und das Vorschaltgerät drin ist. Wenn ihr Owner Operator seid oder die Lampe oft alleine bewegt werden muss, dann sind die 2 Rollcases tatsächlich gar nicht unpraktisch. Vielleicht als Referenzpunkt fühlt sich eher so an, als würdet ihr eine 1200D und eine 600D verladen. Wenn ihr allerdings das Kit mit dem Flight Case bestellt, dann braucht ihr vermutlich mindestens 2 Leute, um das Ganze zu bewegen und am besten auch irgendwie einen Sprinter oder LKW, um das Ganze zu transportieren. Die beiden Softcases lassen sich super in einen PKW auch einladen. So, für die Lichtnerds, die immer noch dran sind, geht es jetzt ins Eingemachte. Wir schauen uns mal die Zahlen an, die diese Lampe so hat, also Color Rendering Scores und Helligkeitswerte der verschiedenen Modifier. Und natürlich auch interessant, haben die Modifier irgendwelche Farbveränderungen zu den Kanten, also irgendein Color Fringing oder ähnliches. Und auch die Schattenqualität der verschiedenen Modifier werden wir uns mal anschauen. Was wir uns leider nicht anschauen können, ist das Fresnel, weil ich das leider nicht hier habe. Der erste Test, den ich hier durchgeführt habe, war die Leuchte bei verschiedenen Dimming-Stufen auf Helligkeit, Farbtemperatur und Farbqualität zu testen. Schauen wir uns zuerst mal die wahren Werte bei der Beleuchtungsstärke an. Dabei sehen wir, dass die Leuchte beim angegebenen Wert von 0,1% in Wirklichkeit noch ca. 0,9%, also fast 1% Helligkeit wiedergibt. Zum Vergleich, diese Minimalhelligkeitsstufe, also 388 Lux, liegt irgendwo zwischen einer ARRI Junior 150 Watt und einer ARRI 300 Watt Stufenlinse. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Konsistenz der Farbtemperatur entlang der Dimming Range. Bei 100% erreichen wir einen sehr guten Wert mit einer Abweichung von nur 70 Kelvin über der Zieltemperatur. Das bleibt auch entlang der Dimming Range ähnlich. Bei 10% haben wir dann schon eine höhere Abweichung von 178 Kelvin und schlussendlich bei 0,1% haben wir eine Abweichung von ganzen 359 Kelvin, was dann doch schon eine Menge ist, die man am Ende auch im Bild merken könnte. Fast so wichtig wie die gemessene Farbtemperatur ist natürlich auch die Farbwiedergabequalität. Die TM30 und TLCI-Werte bleiben entlang der gesamten Range im grünen Bereich. Wenn wir uns aber dann den viel wichtigeren SSI anschauen, sehen wir am unteren Ende ab ca. 5% einen deutlichen Abfall und landen bei der niedrigsten Stufe bei einem relativ mittelmäßigen Wert von 68. Ein Leuchte von diesem Kaliber ist natürlich nicht gedacht, um effektiv eine 150 Watt Glühbirne zu spielen, und im oberen Leistungsbereich zwischen 100 und 10% haben wir Werte über 70 und sind damit in einem durchaus respektablen Bereich, wo man auch ein klassisches SkyPanel S60 finden würde. Auch der Grün-Magenta-Shift bleibt über den gesamten Bereich sehr konsistent, wenn auch bei einem nicht perfekten Wert von minus 0,0027 Delta UV. Das entspricht aber immer noch weniger als ein Achtel plus Grün. Die Abweichung ist also so gering, dass sie mit normalen Folien nicht korrigiert werden könnte. Eine interessante Sache, die ich bei den Tests festgestellt habe, deshalb gibt es übrigens auch 2 Messwerte zu 0,1%, dass Messungen nach einer kurzen Wartezeit, also quasi Abkühlen der LED, teilweise verbesserte oder veränderte Werte ergeben haben. Deshalb gibt es später auch noch einen Test zur Veränderung der Farbtemperatur und Farbabweichung während der Aufwärmphase. Bei den nächsten Messungen schauen wir uns die Genauigkeit der Farbtemperatur im Vergleich zur am Vorschaltgerät angezeigten Temperatur an. Auch hier habe ich wieder verschiedene Helligkeitsstufen getestet, jeweils mit 100, 50, 1 und 0,1%. Bei 100% haben wir die geringste Abweichung, mit eingestellten 2800 Kelvin erreichen wir tatsächliche 2816 und die größte Abweichung bei 100% liegt bei 6500 Kelvin mit einer Verschiebung von 120 auf 6621 Kelvin. Die durchschnittliche Abweichung bei 50% liegt bei 58 Kelvin, bei 1% schon 150 Kelvin und die durchschnittliche Abweichung bei 0,1% liegt bei 212 Kelvin. Im oberen und mittleren Dimming-Bereich würde ich mich also voll auf die angezeigten Werte verlassen und nur im ganz niedrigen Dimming-Bereich müsste man noch mit dem Messgerät drüber gehen. Positiv ist aber zu erwähnen, dass die Leuchte in fast allen Helligkeitsstufen mindestens den vollen beworbenen CCT-Umfang abdecken kann. Bei voller Helligkeit schauen wir uns jetzt auch mal die Farbwiedergabe und Qualität entlang der CCT-Range an. Ohne große Überraschung sind sowohl TM30 als auch TLCI an den Enden des Spektrums akzeptabel. Und auch der SSI ist wie bei anderen klassischen Bicolor-Leuchten im zu erwartenden Bereich. Durch den großen Blauspike im Spektrum ist hier der Daylight-Wert etwa 10 Punkte unter dem Tungstenwert. Am Verlauf des Delta UV sieht man deutlich, warum die fehlenden Grün-Magenta-Emitter ein Problem darstellen. Mit nur 2 LED-Gruppen kann die Leuchte nicht die Planck'sche Kurve bzw. die Tageslichtkurve verfolgen. Deshalb entsteht bei 4000 Kelvin die größte Abweichung und an den jeweiligen Enden der CCT-Range sehen wir dann die besten Werte. Ich habe auch die Helligkeit im Verhältnis zum CCT getestet und hier kann man sehen, dass Godox die Leuchte auf 5600 Kelvin optimiert hat. Bei 3200 Kelvin erreicht die 2400B nur noch ca. 20% weniger Helligkeit als bei 5600. Ich habe mir natürlich auch die Arbeit gemacht, alle Reflektoren, die ich vor Ort hatte, zu testen.
Dabei war ich sehr beeindruckt von der optischen Qualität der Reflektoren. Zu den Kanten von allen Reflektoren änderte sich der CCT nie mehr als 85 Kelvin, was sehr beeindruckend ist. Und auch der Green-Magenta-Shift blieb von der Mitte zu den Kanten im vernachlässigbaren Bereich. Am Helligkeitsdiagramm kann man gut erkennen, wie viel mehr Output aus dem 30°-Reflektor im Vergleich zum 45°-Reflektor kommt. Der Sprung vom 30 zum 15°-Reflektor ist dann nicht mehr riesig, aber in meinem Praxistest war der 15°-Reflektor im Außenbereich sehr praktisch, um auch auf etwas größerer Distanz bei Tageslicht noch eine Sonne zu erzählen. Mit dem 30 Grad wäre ich hier vermutlich an die Grenzen der Leuchte gestoßen. Mit dem Spotlight konnte ich testen, wie gut die Kalibrierung der einzelnen Modifier durch die Kommunikationspins am Lampenkopf funktioniert. Interessanterweise habe ich bei 5600 Kelvin eine recht starke Abweichung in der Farbtemperatur festgestellt und ganze 5232 Kelvin gemessen. Im Kunstlichtbereich, also bei 3200 Kelvin, ist die Abweichung deutlich geringer und liegt unterhalb von 100 Kelvin. Ich hoffe also, dass hier mit einem Software-Update noch etwas nachgebessert wird. Die optische Qualität des Spotlights war in meinen Tests herausragend, insbesondere wenn man die Größe des LED-Chips beachtet. Ich konnte auch keine Probleme durch die Anordnung der LEDs feststellen. Bei den getesteten Gobo-Projektionen kann man gut sehen, wie scharf und mit wie wenig Color Fringing die Projektionen dargestellt werden. Leider muss ich aber auch bei diesem Spotlight bemerken, dass der Tubus und damit auch die Gobos bzw. die Cutterblades nicht drehbar sind. Insbesondere da man so schwere Aufbauten wie diese nicht mehr wirklich in irgendeiner Weise kippen kann, wäre diese Funktion besonders wichtig. Zu guter Letzt schauen wir uns noch, wie versprochen, die Aufwärmzeit der LEDs an. Diesen Test werde ich bei allen Leuchten dieser Größenordnung vornehmen, weil ab ca. 600 Watt sollten auch LEDs etwas vorwärmen, falls am Set eine extrem genaue Farbwiedergabe bzw. Farbtemperatur gefordert ist. Von der ersten zur dritten Minute sehen wir hier einen deutlichen Sprung in der Farbtemperatur. Danach pendelt sich die Farbtemperatur auf einen konstanten Wert ein. Die gesamte Verschiebung beträgt ca. 30 Kelvin. Das ist durchaus besser als manch andere Leuchten, die ich so schon getestet habe, und zeigt, dass Godox hier vielleicht wirklich eine Kalibrierung vorgenommen hat. An den Messwerten sehen wir auch, dass ein Aufwärmen länger als 3 Minuten definitiv nicht notwendig ist, weil sich da die Werte einpendeln. Auch der Delta UV verschiebt sich in den ersten Minuten der Aufwärmphase leicht. Bei einem Test mit dem Oszilloskop konnte ich keinen Flicker feststellen. Kurz zum Abschluss will ich die 2400B von Knowlet noch kurz im aktuellen Markt einordnen. Rein auf dem Papier gewinnt die Leuchte vielleicht nicht überall gegen die Konkurrenz. Insbesondere die fehlende Grün-Magenta-Korrektur könnte einige abschrecken. Aber ich denke, für viele Anwendungen bietet Knowlet hier tatsächlich ein besseres Gesamtpaket, insbesondere mit Blick auf das Zubehör. Hier hat Godox nicht an der Entwicklung gespart und hat meiner Meinung nach auch die interessanteste Auswahl an Reflektoren. Und auch die Bedienung am Vorschlaggerät könnte für manche Run-and-Gun-Teams durchaus ein großer Pluspunkt sein. Ich hoffe, die Infos in diesem Video waren hilfreich und wenn nicht zumindest halbwegs unterhaltsam. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Leuchten ihr als nächstes sehen wollt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr auch Lichtnerds seid, und schaut euch gerne nochmal eins von meinen alten Videos an, zum Beispiel zur Aperture Nova P600C, die ich auch immer noch im Einsatz habe. Um das Vorschlaggerät zu montieren, bekommt ihr hier so eine Fokus. Mann, ey, Brother. Mann! Shit. Hoppala. Ich brauche was zu putzen. Gibt's denn hier was zu putzen? Ich nehme meine Jacke. One moment, please. Und zum Abnehmen drückt man den Knopf. Und zum Abnehmen drückt man den Knopf. Und zum Abnehmen... Hoppala. Diese Fliege macht mich kirre. Bitte geh. Hui. Diese Fliege. Alter, ich sehe einfach grauselig aus.